Die Geschwindigkeit im Themenfeld KI und insbesondere im Themenfeld Generative AI ist so hoch, dass selbst wir als Forschungsinstitut uns die Frage stellen müssen, wie können wir da mithalten? Und ein Konstrukt, was wir dafür ins Leben gerufen haben, ist unser sogenannter GenAI Incubator, den wir uns gleich etwas näher anschauen. Die Kernidee ist aber ganz einfach. Wir haben fähige Studierende gefunden bei uns im Umfeld des Instituts, denen wir Use Cases aus den Unternehmen geben und die dann fokussiert daran arbeiten können. Und dafür habe ich heute einen Gast dabei, nämlich einen dieser Studierenden, nämlich Tim Brinkmeier, der uns heute ein bisschen Einblick gibt in seine Arbeit im Inkubator, aber auch so ein bisschen, wie das Thema KI aktuell im studentischen Leben so eingesetzt wird und welche Rolle es dabei spielt. Hi Tim, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du die Zeit nimmst, dass wir einmal mal über das Thema KI sprechen können und insbesondere auch über den GenAI Incubator, in dem du ja für uns glücklicherweise auch mitmachst und dich tatsächlich so ein bisschen auch austobst, neben dem Lernen fürs Studium, auch schon das Lernen vielleicht fürs Leben im Kontext KI. Vielleicht kannst du nochmal so erklären, was ist eigentlich der GenAI Incubator und welche Rolle hast du da genau? Ja, erstmal vorneweg, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich auch im Inkubator mitmachen darf. Das ist eine tolle Gelegenheit. Für mich so mit der beste Nebenjob, den man als Student haben kann momentan. Als ich davon erfahren habe, war mein erster Eindruck vom Incubator, dass das so eine Art Hochgeschwindigkeitstestumgebung ist. Die Geschwindigkeit in der Wirtschaft, eben getrieben durch generative KI, ist unheimlich hoch. Und die Unternehmen bemerken das und fragen sich, okay, wie können wir unsere Probleme innerhalb von so einem Incubator vielleicht lösen lassen? Und wir als Studenten bekommen Challenges, die wir dann mit generativer KI bearbeiten. Das heißt, der GenAI Incubator ist eigentlich doppeldeutig hier. Einerseits ist generative KI Teil der Lösung, aber auch gleichzeitig unser Hauptwerkzeug, um die Aufgaben zu bearbeiten. Ja, sehr schön. Vielleicht kannst du uns einmal einen Einblick geben in eine Challenge, vielleicht an der du selber mitarbeitest, dass wir so ein Gefühl bekommen, worum geht es eigentlich? Was für Art von Unternehmen stellen eigentlich so Challenges in dem Incubator? Also ich arbeite zusammen mit Felix Schöller, das ist ein größerer Papierproduzent aus Osnabrück, an einer Produktionsoptimierungsaufgabe. Da geht es darum, dass wir im Produktionsprozess von Papier bestimmte Eingabefüllstoffe haben, die in einem gewissen Verhältnis gemischt werden müssen, um gemäß eines Kundenauftrags zu fertigen. Also die Dicke oder die Qualität einfach des Papiers. Genau, wie man sieht das. So Opazität zum Beispiel ist so eine Kenngröße, mit der man da zu tun hat, ob man durch das Papier gut durchschauen kann oder so. Ja. Naja, und die Füllstoffe, die dabei eingesetzt werden, die müssen einem bestimmten Verhältnis vorliegen. Und das wird momentan noch nicht KI-gesteuert gemacht, ist aber ein super Use Case, weil die Komplexität der Aufgabe ist unheimlich hoch. Gleichzeitig gibt es aber eine ganze Menge Daten und wir dürfen einfach loslaufen. Im Incubator bekommen wir einfach Daten in irgendeiner Form über den Zaun geschmissen und schauen mal, wie können wir es lösen. Und das ist fairerweise eher ein klassischer Machine Learning Use Case, wo generative KI nicht unbedingt Hauptbestandteil der Lösung ist, aber auf jeden Fall uns dabei hilft, das Problem genauer zu verstehen. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung von Papier. Ja. Wir sind sozusagen hier im Consultancy unterwegs und schauen mal drauf von außen, müssen uns aber erstmal in die Problemdomäne eingraben. Und das ist natürlich super, weil wir können jetzt irgendeine von uns angelernte KI mit Daten füttern, die uns dabei hilft, unstrukturierte Daten zu verstehen. Und haben so eine Art Abkürzung zur Lösung. Das meinte ich vorher mit Hochgeschwindigkeitsumgebung. Wir wollen Zeit sparen. Das ist hier, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ja, absolut. Und das, was generative KI uns auch mit niemandem, da kann man nichts vorher vergleichen, ermöglicht. Ja. Jetzt, vielleicht kannst du einmal so kurz auch zu den Profilen oder dem fachlichen Background vielleicht deines Teams was sagen. Du selber studierst ja Wirtschaftsinformatik. Wir kennen uns aus den Vorlesungen. Deswegen haben wir uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Aber du hast ja noch zwei weitere Kolleginnen bei dir im Team mit drin, die einen ganz anderen Background haben. Absolut. Also die Teamzusammensetzung ist extrem heterogen. Das ist also auch über die Teams hinweg. Ja. Vielleicht noch ein Wort ganz kurz dazu. Der GenAI Incubator besteht aus 5 separaten Teams mit jeweils 3 bis 4 Studenten. Wesentlich ist hierbei, dass wir uns gegenseitig natürlich mit Ideen versorgen. Also man weiß auch, was die anderen Teams machen. Wir sehen deren Pitches und so weiter, wenn dann mal wieder was zum Beispiel von der Review oder von der Jury bewertet wird. Und das hilft uns natürlich unheimlich, dass man sich gegenseitig mit Ideen versorgt. Gleichzeitig sind wir aber auch auf Teamebene sehr unterschiedlich. Also meine beiden Teammitglieder, Habib und Shruti, sie sind Elektrotechnik- und Informatikstudenten. Ja. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Einmal aus der Ingenieursdomäne, einmal aus der sehr technischen. Und ich bringe so ein bisschen das Wirtschaftliche damit rein. Ja. Das hilft uns natürlich ungemein, die Lösung zu sehen überhaupt. Ja, absolut. Und das ist ja auch etwas, was so vorbereitend ist auf das reale Leben, weil draußen hat man immer interdisziplinäre Teams, in denen man zusammenarbeitet und das ist ja auch notwendig, um solche komplexen Aufgabenstellungen zu machen. Und ihr alle 3 habt
vorher keine Ahnung von Papierproduktion. Überhaupt nicht. Also Habib hat gestern noch gesagt, ja, im Moment sehen wir nur Zahlen. Und jetzt müssen wir wirklich mal schauen, was wir damit anfangen können. Auch vielleicht ein bisschen das Verständnis von Felix Schoeller übernehmen, was wir da sehen, aber gleichzeitig noch von außen sozusagen durch den neutralen Blick andere Dinge sehen. Ja. Das ist doch super, weil ein Informatikstudent ja oftmals nur abstrakte Probleme eigentlich löst, muss man ehrlicherweise ja oft das ist so, sagen. Und das ist jetzt eigentlich was ganz Traditionelles. Papier produzieren wir ja nicht seit gestern, sondern das ist eigentlich ein ganz traditioneller maschinenbaulicher Prozess, wo man aber jetzt tatsächlich so eine KI-Lösung, um eben vor allem dann on the fly, sage ich jetzt mal, die Einstellungsparameter zu verändern und anzupassen und zu optimieren, so machen möchte, wie man es halt noch nie geschafft hat zu machen. Ne? Genau. Also auch über ein State of the Art, das kann jetzt nicht nur Felix Schoeller nicht bis jetzt, sondern eben, das kann keiner weltweit. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt für mich, weil das ist auch irgendwo Teil des Incubators. So ein Incubator ganz klassisch aus der Wirtschaft wäre ja so eine Startrampe für Neugründungen. Also meistens im Bereich Technik oder Technikinnovation, dass man eben neue Unternehmensgründungen schafft. Und das ist tatsächlich ein Aspekt davon. Ne? Also es könnte durchaus sein, dass wir irgendwann so gut darin sind, Produktionsparameter zu optimieren, dass wir es generalisieren können auf andere Produktionsprobleme in angrenzenden Bereichen, nicht notwendigerweise Papier, und daraus Unternehmensgründungen machen. Und das wäre dann nicht das 150. KI-Startup, was nächste Woche pleite geht, sondern irgendwas, was wirklich ausreichend getestet wurde, in einer geschützten Umgebung, innerhalb des Inkubators. Ja, absolut. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil das ist ja ein Problem, was oft Studierende haben, wenn sie ein Startup gründen wollen, eine tolle Idee, aber eigentlich noch gar keine potenziellen Kunden, mit denen man das ausprobieren kann. Da muss man ja erstmal rankommen. Und hier hat man direkt die passenden, weil sie tatsächlich dann Interesse haben, auch diese KI-Lösung auszuprobieren. Absolut. Wir können Feedback da einholen, wo andere sich das lange erarbeiten müssen. Wir können ja sozusagen das Adressbuch vom Fraunhofer auch ein Stück weit benutzen und sagen, gut, wir haben eine gute Idee, aber wir brauchen die Daten oder wir brauchen die Expertise. Wir wissen nicht genau, wo wir uns hinentwickeln sollen. Und auf einmal haben wir die Challenge und die Daten und die Expertise und wir können loslaufen und wirklich die technische Arbeit machen, auf die andere erst warten müssen. Ja, absolut. Was kannst du vielleicht schon sagen, was waren so die 2, 3 wichtigen Dinge, die du jetzt schon sagen kannst, die nimmst du mit, die hast du für dich gelernt, indem du einfach da mal mitgemacht hast? Die Geschwindigkeit. Es ist unheimlich. Wir haben mit Tommy Falkowski, der hier auch schon langjährig im Institut beschäftigt ist, natürlich den Gen-AI-Guru schlechthin momentan in unserem Netzwerk und können dadurch Fortschritte machen, auch Sprünge machen, die wir so alleine nicht hätten machen können. Und es ist vor allem auch die Interdisziplinarität in den Teams, die uns unheimlich hilft. Also dadurch, dass jeder ein bisschen was mitbekommt, bekommen wir in Summe alles mit. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, dass wir auch nebenan im IoT Experience Center diesen Raum bekommen haben, wo wir uns vor Ort treffen können. Das ist so unheimlich viel wert. Genau. Was kriegt ihr noch weiter? Also die Zugang zu Räumlichkeiten, Infrastruktur, Laptops, was kannst du das? Das ist wirklich der springende Punkt. Wir haben die Laptops. Ne? Wir müssen das Equipment nicht erst privat besorgen, sondern wir wurden vom Institut versorgt mit High-End-Computern, wirklich die Spitze der momentanen Technik, Laptops mit NVIDIA 4090 GTX GPUs und MacBooks mit 128 GB Shared Memory RAM. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Und auf einmal ist das unser Daily Equipment. Damit arbeiten wir wirklich. Und das ermöglicht es uns auch erst, gewisse Sprachmodelle zum Beispiel lokal laufen zu lassen. Wir wollen ja nicht OpenAI mit Daten füttern. Wir wollen ja selbst was machen und auch eine gewisse Sicherheit für Kundendaten zum Beispiel schaffen. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Hardware und die haben wir und auch die Fähigkeiten, die ans Laufen zu bringen. Ja, absolut. Ne? Und das sind natürlich genau die Gedanken, weil das Erste, was jeder denkt, oh Gott, da kommt jetzt so eine studentische Gruppe und die machen das dann alles Open Source oder so dergleichen, sondern ihr denkt das ja genau eigentlich schon richtig, so wie man es professionell auch machen wird. Und ihr seid ja praktisch vielleicht nur der eine oder andere noch eine Prüfung entfernt, um ein Profi zu sein, also mit einem Masterstudiumabschluss. Da müssen wir eigentlich nicht warten. Ne? Und ich bin ja der Meinung, dass man im Studium durch solche Formate einfach viel schneller auf das vorbereitet wird, was man eigentlich später auch macht, ne, und braucht. Das ist total praxisnah. Die Uni hat mir vieles beigebracht, was die Theorie betrifft, auch nochmal gute Ideen gegeben, aber irgendwann, und das ist ja gerade bei Wirtschaftsinformatik so ein Ding, man entwickelt sich ja nicht für die Forschung, sondern tendenziell eher mit der Ambition, in die Industrie oder Wirtschaft zu gehen. Ja. Und da hat mir sowas irgendwo noch gefehlt. Ja. Und diese Lücke wurde jetzt wirklich gefüllt, kann man so sagen. Also in der Mangelung eines treffenderen Wortes, weil das ist die beste Gelegenheit für mich. Ja, super. Das freut uns ja erstmal. Jetzt sind wir natürlich noch nicht am Ende des Ganzen. Das heißt, wir gucken natürlich auch, und es gab ja auch schon Gespräche die Firma kommt ja auch immer wieder her und schaut sich das dann auch an und gibt dann auch Feedback und die arbeitet ja auch in gewissermaßen auch zu. Und ich hatte aber das Gefühl, die haben da auch ziemlich viel Spaß dran. Zumindest aus den Gesprächen, die ich da zum Teil
verfolgt habe, sind ja dann auch eben junge Software-Engineers, die da mitarbeiten, die sagen, ja cool, das ist irgendwie ein Umfeld, mit denen macht es richtig Spaß, dann auch zusammenzuarbeiten und so ein Thema voranzuarbeiten. Das sind absolut die Besten. Also mit denen kann man eng zusammenarbeiten. Wir verstehen uns, wir sprechen dieselbe Sprache so, man ist ungefähr gleich tief im Thema drin. Die sind richtig gut aufgestellt in dem Bereich. Auch so, dass ich bin Student hauptsächlich. Ne? Mir fehlt die Industrieerfahrung. Die bekomme ich durch den Incubator, aber gleichzeitig stelle ich auch fest, da sind da draußen Leute, die genau das machen, was ich mir vorgestellt habe, im Betrieb. Ja. Und es gibt diese Jobs und so weiter in der KI, auch bei einem klassischen Maschinenbauunternehmen. Ja, absolut. Und das macht es eben noch interessanter, um dann den Schritt zu wagen, nach draußen zu gehen und das zu seinem Beruf zu machen. Das sind ja schon 2 wichtige Botschaften, dass die Unternehmen, die wir haben, dass die jetzt gar nicht so weit hinten dran sind beim Thema KI, sondern sich mit dem Thema schon längst beschäftigen. Das sehen wir manchmal, auch ich vielleicht manchmal immer schlechter, als es vielleicht tatsächlich ist. Aber es gibt auch die Unternehmen, die sicherlich doch gar keine Berührungspunkte haben. Ja. Auf die achtet man dann immer ein bisschen stärker, damit die nicht komplett abfallen. Aber es gibt eben auch genug, die schon tatsächlich, wie Felix Schöller in das Thema investiert haben, noch gut aufgestellt sind. Und das Zweite, was natürlich unglaublich wichtig ist in so einem Format, dass die Studierenden wirklich die Verbindung zur Praxis bekommen und zu wirklichen Challenges oder richtigen Aufgaben, die auch zum Teil aus anderen Bereichen kommen, die man vielleicht als klassischer Informatikstudent hat man mit Maschinenbau oder als Branche überhaupt nichts zu tun. Man würde da gar nicht begegnen. Und wir reden uns total fusselig, dass gerade in den Branchen wir Softwarekompetenz brauchen. Ja. Aber die Studierenden kriegen diese Branche gar nicht vermittelt in ihrem Studium, sondern dann eher die klassischen IT-Branchen. Und das ist eigentlich dann ein bisschen schade. Und das löst natürlich so ein Thema natürlich auch in Richtung Blickwinkel. Wir haben, glaube ich, in Deutschland mehr Unternehmen, die mehr aus diesen Branchen kommen, als aus der klassischen IT. Genau. Und dafür müssen wir die Studierenden natürlich auch in diese Bereiche reinbekommen. Da freuen sich die Unternehmen und die Studierenden. Absolut. Wenn man an einer deutschen Hochschule studiert, das ist so, man bekommt von vielen Seiten vermittelt, was hier gemacht wird in Deutschland. Das ist, wenn man die Fertigungsindustrie betrachtet, der ganz klassische Maschinenbau. Wir sind sehr gut im Bereich Autos aufgestellt. Das ist so die Kernindustrie, würde ich sagen, immer noch. Und auch die hat natürlich Bedarf an Ingenieuren oder an Informatikern, die diese Denkweise haben. Absolut. Und die auch diese Brücke schaffen. Also ich war jetzt einige Zeit hier am Institut schon beschäftigt und ich sage immer, im Prinzip bin ich jetzt Wirtschaftsinformatiksingenieur. Also ja, aber das ist ja nicht gut. Ja. Ja, absolut. Ne? Das ist ja, dass man eben dann diese Bandbreite an Dingen mitbekommt, weil das ist das, was in Deutschland am ehesten gefragt ist. Ja, absolut. Nee. Vielleicht mal so den Blick allgemeiner in das Thema KI und ins studentische Leben. Und ich denke, das wird bei euch immer schon seit 2 Jahren, spätestens seit ChatGPT, ein Riesenthema sein. Und da wird es den einen oder anderen Schlaumeier geben, der sagen, mit ChatGPT kann man so einiges machen und ich kann mich schon zurücklehnen. Und ich war selber ein Student, kann mich noch erinnern, also die besonders gut Talentierten sind wie so ein gutes Pferd, die springen auch noch so, wie sie müssen. Und jetzt kriegen sie auf einmal so ein Tool an die Seite, was günstig und sehr leistungsstark ist. Gib uns doch mal Einblicke. So, ich erzähle es auch keinem weiter, hört ja keiner mit. Ja, gerade als Professor würde mich das schon interessieren, wie geht ihr damit eigentlich um? Ich habe das jetzt ein paar Mal ja auch schon selber, gehe ich auch sehr transparent damit um. Weil ich der Meinung bin, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt darüber nicht reden, sondern wir müssen darüber reden, dass das auch bei Studierenden im Einsatz ist. Also allein darüber könnten wir jetzt noch ungefähr eine Stunde weiterreden. Das ist ein Wahnsinnsthema. Fangen wir mal in der Kategorisierung an. Es gibt die es sehr stark benutzen und es gibt meiner Erfahrung nach die davon gehört haben, auch viel gehört, aber die es nicht wirklich verwenden. Einfach weil sie noch nicht für sich persönlich den Use Case gefunden haben. Oder weil sie sagen, ich brauche es nicht. Oder es interessiert mich einfach nicht. Das gibt's. Ist in Informatik weniger verbreitet. Ich habe gestern noch gelesen, 75% der Informatikstudenten verwenden es. Die es verwenden, benutzen es hauptsächlich für Prüfungsvorbereitung oder für Abschlussarbeiten, fairerweise. Ne? Texte schreiben können Sprachmodelle wie ChatGPT und so einfach verdammt gut. Besser als die meisten Informatiker es selbst können. Und da wäre es natürlich naheliegend, das zu verwenden. Ist doch ganz klar. Wenn irgendwer was besser kann als ich, dann frage ich den halt. Und die fürs Prüfungsvorbereitung nehmen, die machen damit zum Beispiel Probeklausuren und also Übungszettel und so weiter, die man sich regenerieren lassen kann. Man kann ja das System anfüttern mit Übungsaufgaben und sagen, erstell mir ähnliche Aufgaben. Ja. Das ist super. Und ich finde, da geht auch nichts an Kompetenz verloren. Ne? Man hört ja öfter die Debatte, dass da gewisse Fähigkeiten jetzt abfließen an die KI oder so und dass das ausgesourced wird, die Leute lernen nichts mehr. Das ist einfach Unsinn. Sondern es ist wirklich ein Behelf in dem Fall. Ja, absolut. Ne? Noch ein bisschen weiter, wenn es dann mal nach dem Studium geht. Ein guter Freund von mir hat sich als Softwareentwickler beworben bei einem größeren Consulting-Haus, das doch spezialisiert ist, technische Probleme zu lösen. Und die haben ihn im Assessment Center angewiesen, eine Programmieraufgabe zu lösen. Und haben ihm aber auch ein Chatbot zur Verfügung gestellt. Ja, und er ist ein sehr guter Entwickler. Er hat den Chatbot, meinte er nicht zu benutzen. Und am Ende, in der Bewertung des Assessments, wurde er gefragt, warum er das nicht gemacht hat.
Das ist doch spannend, oder? Es wird vorausgesetzt, dass diese Modelle verwendet werden. Ja, klar. Und das heißt, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo es eigentlich unumgänglich wird, wo man es benutzen muss, weil es vorausgesetzt wird. Und da sind natürlich die besonders gut aufgestellt, die entweder im Inkubator waren oder sich in ihrer Freizeit viel damit beschäftigen. Absolut. Und ich finde das auch heuchlerisch. Gerade hier an Universitäten gibt es dann oft die Meinung dann, ja, die Studenten sollen das nicht so stark einsetzen, beziehungsweise nicht die Abschlussarbeiten schreiben und dergleichen. Auf der anderen Seite laufe ich jetzt als Beispiel hier rum und erzähle jedem, die Produktivität können wir nur mit diesem System erhöhen. Ja. Und dann sollen wir es gerade in der Ausbildung ausblenden. Das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, sondern wir müssen dann überlegen, wie muss die Ausbildung zum Beispiel anders sein. Ich bin ja selbstkritisch genug. Ich habe ja selbst bei mir auch bestimmte Übungsaufgaben gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ja. Also die haben früher irgendwie Sinn gemacht, weil die Leute es damit rekapitulieren konnten. Also sie machen jetzt keinen Sinn, weil sie werden einfach stumpf reinkopiert in ChatGPT und die Lösungen sind akzeptabel, sind jetzt nicht grandios, aber ich kreuze dich an und sage, sie sind falsch oder so. Das wär einfach auch nicht richtig. Dementsprechend haben wir die Aufgaben einfach geändert, weil es nicht darum ging, eine Aufgabe zu lösen. Es ging um die Vorbereitung auf die Klausur und auf den Lernprozess. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das müssen die Studierenden natürlich auch mitnehmen. Das persönliche Lernen, das muss natürlich irgendwo noch stattfinden, aber vielleicht dann eben auch besser unterstützt und vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten. Weniger mit auswendig, sondern vielleicht mehr mit Verstehen und Erklären, als es tatsächlich dann auch zu implementieren. Ja, und jetzt spekulieren wir noch ein bisschen weiter. Ne? Wir drehen die Uhr 10 Jahre vor und alle benutzen ChatGPT und so weiter und die universitäre Lehre hat sich total verändert. Vielleicht kommen wir bald an den Punkt, wo zum Beispiel die Ausgaben im Bereich Programmierung, also als Programmierhilfe ist ChatGPT sehr hilfreich, sehr gut werden. Aber momentan ist das noch nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn man mit ChatGPT 3.5 programmieren würde, hat man eine Fehlerquote von ungefähr 52%. Gibt eine relativ neue Studie, die genau das sagt. Das ist, weil das ja das freie Modell ist, das Modell, was am häufigsten verwendet wird. So, und die Fehler spielen nicht auf konzeptioneller Ebene statt. Das heißt, der Code ist lauffähig, aber er gibt was Falsches raus. Was heißt das? Die Leute müssen verdammt gut darin werden, zu bewerten, was das Ergebnis ist. Ja. Und das ist ein Skill für die Zukunft. Absolut. Einschätzen zu können, wie die Ergebnisse aussehen, kritisch genug zu sein, das nicht sofort einfach zu übernehmen, sondern die Zeitersparnis zu nehmen und dann das in die Ergebniskontrolle zu investieren. Ein Teil davon zumindest. Ja. Und dafür muss man natürlich es einmal gelernt haben, auch wie ein Code aufgebaut ist, auch bestimmte Sprachen. Ich glaube, wir führen ja selber bei uns immer die Diskussion. Es gibt doch die einen, die Hardliner sagen, man braucht gar nicht mehr programmieren können. Das glaube ich persönlich gerade auf den Grund dem, was du auch geschildert hast, so nicht, weil dann kann ich es nicht überprüfen oder ich kann es auch nicht kritisch hinterfragen. Das heißt, ich muss irgendwie diese Lernkurve definitiv durchlaufen. Aber dass ich es dauerhaft nur noch implementiere, das sind natürlich dann definitiv ab. Ne? Das ist sich nicht anders. Ich muss dazu sagen, ich selber habe Mechatronik studiert. Bei uns war der Einsatz in der Informatikausbildung, die wir auch hatten, der war aber deutlich geringer als jetzt im Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium. Es war von Anfang an darauf ausgelegt, Code zu analysieren und zu verstehen und nicht am Ende des Tages zu programmieren und dergleichen. Also mehr konzeptionell dahinter. Und das hat mir gut getan. Und ich glaube, das ist eine Standardausbildung, die wahrscheinlich fast in allen Fachrichtungen notwendig wird, weil es gilt ja auch in anderen Disziplinen, weil es war noch nie so leicht, Software zu entwickeln wie heute. Und es wird wahrscheinlich noch viel leichter und ich kann ja Softwarelösungen, Apps für alles Mögliche gut gebrauchen, nicht nur im Technikbereich. Absolut. Ich würde sogar noch dahin gehen zu sagen, dass wenn dieser Skill, Dinge zu verstehen, umso wichtiger wird, dann muss man eben auch vielleicht die Lehre ein bisschen darauf anpassen, dass die ganzen kleinen Programmierübungsaufgaben, das ist ganz nett und so weiter, ne? Aber vielleicht auch mal dann direkt zu trainieren, wie man Output bewertet und so weiter, ne? Wie man das einschätzen lernt, was man da sieht. Dahingehend müssen wir eigentlich die Veränderungen so ein bisschen steuern. Und da ist natürlich auch für uns Studenten spannend zu sehen, wie schnell sich die Lehre anpassen wird. Ja. Weil grundsätzlich hat man immer so den Eindruck, die Wirtschaft ist schnell und das, was in den Unis passiert, die sind so ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, das können wir uns hier in dem Fall einfach nicht mehr leisten. Dafür ist es zu umfangreich, die Veränderung. Ja. Jetzt muss ich dich einfach mal direkt fragen. Ich hatte neulich eine Kollegin hier, die hatte mir von einem Fall erzählt, dass sie sagt, es gibt Studierende schon bei uns, auch in der Universität, die rumrennen und sagen, sie haben die Bachelorarbeit komplett durch ChatGPT schreiben lassen und mit einer sehr guten Note abgeschlossen. Und Professoren fragen sich jetzt alle, bei wem war das? Ne? Wer hat das nicht mitbekommen oder wen hat es getroffen? Ich persönlich bin da entspannt. Sind dir solche Dinge auch schon zu Ohren gekommen? Dass praktisch man fast schon prahlt damit, ChatGPT hat das alles gemacht und ich hinterfrage mich dann, man kann das ja mit ChatGPT machen als Beispiel und ich glaube, man kann da auch viel Energie reinstecken und dann würde ich sogar sagen, dann ist das auch eine gute Lösung, weil man hat wirklich extrem viel vorstrukturiert, aber es klingt bei den meisten so, ich habe da so einen einseitigen Prompt reingeworfen und habe meine Bachelorarbeit rausbekommen. Ich glaube, dass Aufgaben von der Komplexität, wenn es eine ernstzunehmende Bachelorarbeit ist, noch nicht möglich sind. Gleichzeitig
natürlich ist es auch ein bisschen so weit, dass man ja stolz auf gute Ergebnisse ist. Ne? Und wenn dann jemand anders ankommt und sagt, ich habe das mal eben so mit ChatGPT gemacht und das gleiche Ergebnis wie ich, dann ist das irgendwie schade, weil man hat ja was investiert und man hat eine Leistung erbracht und so und jetzt wurde diese Leistung quasi obsolet. Ne? Das ist nicht mehr interessant, weil es ist keine Leistung mehr, wenn es ein System auf Knopfdruck machen kann. Was ich auch häufiger höre als das, ist tatsächlich, dass Leute fragen, warum hast du nicht ChatGPT genommen? Das ist so ein Instinkt geworden, ne? So reflexartig. Warum hast du nicht das damit gemacht? Geht doch viel einfacher. Warum investierst du die Mühe überhaupt noch? Fast schon vorwurfsvoll. Ja. Und da muss ich sagen, okay, manchmal sieht man das Potenzial auch nicht sofort. Ja. Auch ein tolles Learning aus dem Inkubator zum Beispiel. Man erkennt die Potenziale, man lernt, wo man es verwenden kann. Also ganz offensichtlich, Chatbots können gut Kundensupport. Logisch, die können ja mit dir gut sprechen. Das klingt ja total menschlich. Weniger offensichtlich, Chatbots helfen für unstrukturierte Datenanalyse, weil einfach mal einen Haufen Daten da reinzuschmeißen und dann das System sozusagen darauf machen zu lassen, da muss man schon ein bisschen genauer drüber nachdenken, wie man das angeht und so und funktioniert trotzdem. Ja. Naja, also es gibt, wie gesagt, diese zwei Fraktionen, die da ein bisschen duellieren gerade, die sagen, okay, mach's doch alles damit und die anderen, die sagen, nö, aber ich mach's lieber so, weil ich will ja auch was dabei lernen. Ja. Weil eine wissenschaftliche Arbeit ist ein Handwerk. Ja. Und das ist halt die Frage, will jemand dieses Handwerk dann an den Algorithmus sozusagen outsourcen, an das Modell, oder macht man es wirklich noch von Null auf? Ja. Und für mich ist die Antwort ganz klar, natürlich macht man es nicht von Null auf. Natürlich lässt man sich eine Gliederung darüber erstellen und so weiter. Natürlich lässt man die ersten Schritte davon erledigen, macht aber selbst noch genug, um es zu verstehen. Ja, absolut. Ja, wir sagen ja auch, in den ersten 10-20% einer jeglichen Aufgabe ist das einfach erstmal extrem gut und schnell, um sowas erstmal aufs Blatt Papier zu bekommen, sag ich mal, und nicht mehr auf einem weißen Blatt Papier zu stehen, was ja für viele oftmals ja so ein Knackpunkt auch ist. Und da hilft es doch. Und die 80% sind immer noch genug, ne, die man dann einbringen kann. Ich glaube, irgendwie das leere Seite-Phänomen oder sowas, ja, ist das dann, wenn man Angst hat anzufangen oder so. Ich glaube, Stephen King hat mal gesagt, der gefährlichste Moment ist kurz bevor man anfängt. Da muss man mal hinkommen. Ne? Das braucht Arbeit und so und man muss sich erstmal überwinden, zu starten. Ja, absolut. Und wenn man die Hürde nehmen kann durch generative KI, ist schon viel gewonnen. Absolut. Nee, super wichtig. Ich habe bei den Studierenden, aus meiner Erfahrung, wenn ich das noch so ergänzen darf, war es ja auch oft so, dass es oftmals, man war sehr stolz drauf, wenn man es auch ohne KI oder so mehr oder weniger dem Kommiliton reingedrückt hat. Ich habe fast gar nichts gelernt. So, also der Wettkampf war nicht nur über die Note, sondern auch noch über den Einsatz, um das nochmal zu relativieren. Ich habe aber das Gefühl gehabt, manche wollten dann so einen Faktor einführen. Note für Einsatz und das ist die eigentliche tatsächliche Leistung, die man vergleicht. Schau mich dann, wie verdammt effizient ich war. Es ist natürlich alles am Ende des Tages Blödsinn. In der Arbeitswelt wird das dann alles hinfällig und das, was eher belohnt wird in der Arbeitswelt, ist ja nicht, dass man in kürzester Zeit alles schafft, weil dann kriegt man einfach nur mehr, sondern dass man tatsächlich dann einfach komplexere Dinge löst. Ne? Und dass man einfach, das ist einfach das, worüber man sich ja auch letztlich dann entwickelt und worüber man sich persönlich dann auch tatsächlich irgendwie auch stolz ist, ne? Dass man nicht mehr dann die Aufgaben macht, die man schon 100-mal gemacht hat und einfach kann, sondern einfach auch neue, auch ein paar Nüsse knackt, die vielleicht ein bisschen härter sind und man auch nochmal 3-4 Wege dafür ausprobieren musste. Ne? Das befriedigt einen ja auch arbeitstechnisch. Ne? Ich glaube, ich verstehe, weil das ist der Punkt, wo eine Klausur vielleicht auch kein so guter Vergleichswert ist wie die Arbeit da draußen. Weil für eine Klausur gibt es 100 Punkte, man kommt nicht darüber. Entweder hat alles richtig oder nicht. Ja. Und auf einmal gibt es kein Limit mehr. Man kann einfach darüber hinaus. Und das ist der entscheidende Punkt. Man kann sich noch profilieren, einfach auch indem man mehr Zeit investiert und die Komplexität dadurch meistert. Ja. Und ist nicht mehr so an dieses starre Konstrukt in der Klausur gebunden zum Beispiel, wo man ein definiertes Ende hat. Ja. Hier ist das Ende nur dessen, was ich mir selbst stelle. Ja. Und das ist natürlich sehr schön, weil das auch dann die Ergebnisqualität positiv beeinflusst. Vielen Dank, Tim, für das Gespräch und den Einblick einfach nochmal so ins studentische Leben und KI, aber vor allem auch in den GenAI Incubator, in die Arbeit auch. Und ich persönlich mache mir überhaupt keine Sorgen eigentlich, wenn ich mit dir spreche. Und so sind ja auch viele andere Studierende bei uns und auch an anderen Universitäten. Also wir hinken auch in Deutschland da nicht völlig hinterher, sondern wir haben schlaue Köpfe und wir haben schlaue Firmen und schlaue Aufgaben und jetzt liegt es eigentlich an uns, das Ganze zu lösen. Das ist alles da, was wir brauchen. Vielen Dank. Absolut. Also vielen Dank, Tim, und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge, mal so Einblicke zu bekommen. Es sind ja auch viele dabei, die nicht mehr studiert haben, aber schon vor langer Zeit. Nochmal, wie die aktuelle Studentenlage da ist und wie die Sicht auf das Thema KI ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Dankeschön.